Gut, dann starten wir rein. Erste Frage. Bitcoin, generell Kryptowährungen von der Weltwirtschaftskrise profitieren, ja oder nein? Spannende Frage. Überlegen wir uns mal ganz kurz ein paar Prozesse. Ich habe diese Frage selber Christine Lagarde gestellt, ich habe die der BaFin gestellt, ich habe diese Frage in Singapur an sehr einflussreiche Leute gestellt, ich habe diese Frage auch an Banker in New York gestellt, die ich sehr gut kenne, weil ich habe zwar meine eigene Meinung drüber, aber es ist bei sowas immer spannender, wenn man vielleicht auch ein bisschen anderen Input von anderen Leuten bekommt. Also überlegen wir uns mal das Folgende, welches Problem löst Bitcoin? Löst Bitcoin wirklich das Problem einer Währung? Weiß ich nicht zu 100%. Ich persönlich glaube es heute noch nicht, vielleicht in 5 bis 10 Jahren. Heute glaube ich eher, dass Bitcoin eher eine Versicherung gegen das ganze zentrale Finanzsystem darstellt. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist natürlich jetzt etwas, das muss jeder für sich selber entscheiden. Welches Problem soll denn eine Kryptowährung, muss ja nicht Bitcoin sein, kann ja auch deine Lieblingskryptowährung sein. Welches Problem löst diese Kryptowährung? Und ich glaube, dass Bitcoin wie eine Versicherung agiert gegen das zentrale Finanzsystem. Das heißt, wenn jetzt das zentrale Finanzsystem kollabiert, müsste Bitcoin extrem nach oben gehen. Und da stimmen ja relativ viele Leute zu, das wird auch passieren, solange der Crash nicht von heute auf morgen in so einem Notkollaps passiert, wo dann alle Spieler im Markt plötzlich Liquidität von überall reinsaugen müssen. Wenn der Crash so schnell und so unvorhergesehen kommt, dann glaube ich, dann wird das Bitcoin mitziehen. Und das ist etwas, das ist 2008 genauso passiert. Eigentlich müsste 2008 Gold komplett nach oben steigen, weil Gold war immer so die Versicherung. Was ist mit Gold 2008 passiert? Ebenfalls runter. Warum? Genau aus dem Grund. Es war so unvorgesehen für viele Spieler, so schnell, dass jeder nur irgendwo Liquidität zusammengekratzt hat, wo er sie zusammenbekommen hat. Und das würde bei Bitcoin und bei allen Kryptowährungen auch so sein. Wenn jedoch dieser Crash nicht so ein krasser Flash-Crash wird, sondern wo einfach die Leute immer merken, das System wird immer maroder, Sachen funktionieren nicht, dann ist einmal hier ein kleines Problem, dann entsteht da was, dann wird genau gleich wie auch bei Gold viel Kapital in diese Versicherung hineinfließen. Wenn Aktien, wenn Anleihen, wenn diese ganzen Systeme gesund sind und gut funktionieren, dann werden große Spieler immer gerne in diese Sachen rein investieren. Muss ich zum Beispiel eines überlegen, Warren Buffett. Warren Buffett, einer der reichsten Investoren, Charlie Munger, sein Partner, verdonnern Kryptowährungen. Warum? Naja, einerseits, ganz klar, er muss natürlich sein eigenes Schiff unterstützen und kann natürlich nicht schlecht über das eigene Schiff reden. Aber andererseits, er hat nicht ganz Unrecht. Er verdonnert nämlich nicht Kryptowährungen als Ganze, er verdonnert Bitcoin. Das hat auch nichts mit Bitcoin zu tun, sondern es hat mit einer Währung zu tun. Aus heutiger Sicht, und da glaube ich, stimmt ihr mir alle zu, wenn ihr heute all euer Geld, alles, ganzes Kapital, in Kryptowährungen investieren müsstet, in welche Währung würdest du alles investieren? Alles. Und ich bin mir sicher, ist egal welche Währung du nimmst, du wirst immer ein bisschen Bauchweh haben. Weil du wirst bei jeder Währung sagen, hey, boah, die gibt es maximal seit 9 Jahren, länger gibt es Kryptowährungen nicht. Boah, keine Ahnung, was da passiert. Bist du dir zu 100% sicher, dass Bitcoin auf 100.000 oder auf eine halbe Million raufgehen wird? Ich sehe das positiv, aber 100% sicher, nie und nimmer. Es ist eine Möglichkeit da, dass Bitcoin gegen Null geht. Und dann geht Warren Buffett her und verdonnert Bitcoin, weil er sagt, ihm sind seine 8% Rendite in einem Unternehmen lieber, das es schon seit 50 Jahren gegeben hat und bei dem er sich sehr sicher ist, dass es auch die nächsten 30 Jahre noch geben wird. Und ihm sind die 8% jedes Jahr lieber, als wie die potenziellen 100, 200, 300% bei Kryptowährungen und deswegen verdonnert er das Ganze. Und das ist genau hier dasselbe System. Wenn der traditionelle Markt langsam nach unten geht, dann wird viel Liquidität rausgezogen und in Kryptowährungen reingesteckt. Wenn dieser Crash, so wie 2008, wuff, wie eine Atombombe plötzlich alles auseinanderreißt, dann wird es auch Bitcoin und Kryptowährungen komplett zerreißen, weil dann wird Liquidität einfach, wo es geht, nur abgezogen, weil dann müssen irgendwelche kurzen Zahlungen, denen muss nachgekommen werden. Ich hoffe, das macht so ein bisschen Sinn. Also, ich weiß, es ist jetzt nicht die optimale Antwort, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr gerne ein Ja oder ein Nein da hören möchtet. Nur das Problem ist, es ist bei vielen Sachen einfach kein Ja oder kein Nein möglich, sondern man muss, wenn die Situation eintritt, sich danach das nochmal überlegen.